Wir haben uns jetzt für nicht ganz eine halbe Stunde zusammengesetzt, um das Thema regelbasierte Bildverarbeitung gegen KI Vision. Ist regelbasierte Bildverarbeitung ein Auslaufmodell? Das wollen wir hier diskutieren. Um es Ihnen auch möglichst einfach zu machen, haben wir unsere Experten genau in der richtigen Reihenfolge gesetzt. Das heißt, ich fange auf der linken, von Ihnen aus gesehen linken Seite an. Herr Bucher, Geschäftsführer der VMT. Danach Herr Tobias Holzheuer, Technical Team Lead New Technologies bei IDS. Dann Dr. Safa Omri, Leiterin Team Kognitive Service Technologies vom Fraunhofer IAO. And last but not least, Willi Pönitz vom Ecosystem Data plus AI&T bei Trumpf. Und fangen wir doch einfach gleich mit der ersten Frage an. Wann lohnt es sich heute bereits KI Vision einzusetzen? Und wann machen regelbasierte Modelle Sinn oder noch Sinn? Fangen wir doch einfach von links an, wenn es geht. Ja. Guten Tag, ich hoffe, man hört mich. Also vom Prinzip her, die VMT, wir setzen schon lange neuronale Netze ein. Also für uns war die Entscheidung, was man nimmt, etwas einfacher, weil wir schon immer auf Auswertung von Netzen unterwegs waren. Das heißt, heute eher dann, wenn wir große, komplexe Merkmale haben und viele Merkmale innerhalb von Systemen zu suchen haben, gehen wir auf Modelle. Wir verfolgen aber bei uns den produktbasierten Ansatz, also nicht Field Trainable, sondern komplette Netze fertig ins Feld zu bringen. Und überall dort, wo wir wirklich einfache Daten haben, oft mit Lasertriangulation oder auch in der 3D-Punktewolke, dort haben wir modellbasierte Ansätze. Danke. Wie sieht es bei der Firma IDS aus? Also bei uns ist es so, wir haben uns primär auf die KI-Varianten spezialisiert, aber wir machen ja selber nicht Bildverarbeitung, sondern wir bringen den Kunden selber dazu in der Lage, seine Bildverarbeitung zu machen, haben dafür eine Online-Plattform und stellen dem Kunden da alles zur Verfügung, dass er mit möglichst wenig Wissen seine Probleme lösen kann. Und wenn der Kunde bei Ihnen anfragt? Dann unterstützen wir ihn natürlich gerne, aber der Kunde darf es selber machen. Und wie sieht es beim Fraunhofer aus? Genau, bei Fraunhofer, wir sehen ja, wann macht es ja eher Sinn, ob es eine KI-Vision oder ein regelbasierte Modell. Also KI-Vision macht es in dem Sinne Sinn oder lohnt sich immer, wenn die Aufgaben zu komplex sind und zu variabel, wenn ich das so sagen kann. Und regelbasierte Modelle bleiben sinnvoll, wenn die Bedingungen stabil, eindeutig und messbar sind, wie zum Beispiel, wir messen eine Schraube, die zwischen 49,2 mm und 50,2 mm, da lohnt sich regelbasierte Modelle. Wenn wir so ein Beispiel beim Data Center halt nehmen, so ein regelbasiertes System erkennt zum Beispiel Temperatur bei 85 Grad, dann kommt ein Alarm, dann macht es wenig Sinn in dem Fall. Und es wäre so eine KI-Vision besser geeignet. Das heißt, die Muster zu erkennen halt dahinter. Also warum? Also Temperatur 85% Grad, weil der Luft ist bei 80%, CPU-Last bei 90% und das folgt halt daraus, dass der nebenbei Server-Rack wird überhitzt. Zum Beispiel. Und wie sieht es bei der Firma Trumpf aus? Ja, also ich würde sagen, es ist ein Abschätzen von Datenverfügbarkeit. Also habe ich überhaupt die Daten zur Verfügung, um darauf zu trainieren? Und wie komplex ist das Problem? Löse ich es relativ einfach mit regelbasierter Bildverarbeitung, dann ist es eigentlich der Way to go. Ja. Ist es eine relativ komplexe Fragestellung, also Umgebungsbedingungen sind invariant, die Problemstellung ist komplex. Dort, wo KI wirklich die Stärken ausspielen kann, gehen wir auch den Weg, KI einzusetzen. Und dabei gucken wir auch, dass wir teilweise so einen zweistufigen Ansatz gehen. Also teilweise setzen wir auch erst auf regelbasierte, um die 75-80% Lösung zu schaffen, weil wir müssen irgendwie an die Daten kommen. Ohne Kundennutzen ist es immer schwierig, Daten zu bekommen. Aber wenn man schon hingeht und sagt, okay, ein gewisser Kundenkreis, Testkundenkreis kriegt jetzt mal so eine 80% Lösung, dann ist es auch viel leichter, an Daten zu kommen und dann wirklich die Endlösung auf KI-Basis zu bekommen. Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil Sie das Wort Daten angesprochen haben. Wir haben unsere KI trainiert, das System startet und stellen auf einmal fest, oh, da fehlen uns einfach noch ein paar Fehler. Es gibt noch neue Umgebungsbedingungen, die müssen wir jetzt diese Daten, diese Bilder noch nachtragen. Wie sieht es denn mit dem Nachtrainieren von KI Vision aus? Ist das etwas, was Sie selber machen, was VMT selber macht oder seinen Anwendern überlässt?
Also bei uns in der VMT ist es im Moment so, dass wir es selber tun, weil durch das Nachtrainieren kann ich auch so eine KI, zerstören ist das falsche Wort, aber auch in eine falsche Richtung lenken und deshalb machen wir das im Moment bei uns durch die Experten, um dann die Prozesssicherheit und auch das richtige Verhalten der KI in unserer Automatisierungsumgebung sicherzustellen. Bei IDS? Da wir das nicht selber machen im Prinzip, sondern nur die Plattform bereitstellen, liegt es natürlich auch in der Verantwortung des Kunden, es zu tun. Kann der Kunde sich bei Ihnen melden, damit Sie eventuell für ihn KI-Vision-Modelle trainieren? Aktuell noch nicht. Wäre vielleicht eine Geschäftsidee, weiß ich nicht. Ich Aber hört es ja jemand. wir unterstützen natürlich gerne. Also wir haben auch Hinweise, auf was man achten muss beim Labeling, beim Bilder aufnehmen. Von daher führen wir da schon den Kunden sehr gut daran, was er denn tun muss. Wir haben einen guten Zuhörer hier, eine Spinne dabei. Genau. Ich muss sagen, nach Trainieren funktioniert gut, aber wenn die Aufgaben ähnlich sind. Also das heißt, es funktioniert nicht immer so gut. Also positiv wäre es zum Beispiel in so einem Beispiel, wenn ein Modell erkennt, ein Kratzer auf eine Metalloberfläche und dann wird es jetzt halt dieses Objekt auf einem anderen Fläche wie Stahl, dann könnte das funktionieren. Negativ wäre es zum Beispiel, ein Modell erkennt einen Kratzer in RGB-Bild, aber Sie wollen jetzt Defekte im Infrarot sehen. Das ist eine andere Physik, ein anderes Sensorprinzip und hier wird es dann schwierig funktionieren. Also nicht immer. Nachtrainieren, zum einen extrem wichtig, weil Edge Cases ist so, glaube ich, der Knackpunkt in der Praxis. Also man muss Edge Cases finden, also die Situationen, die selten auftreten, aber extrem relevant sind und in ausreichender Menge. Und das ist die ganze Kunst und die Schwierigkeit aus meiner Sicht. Das heißt, man muss über einen längeren Zeitraum Daten sammeln und genau dieses zu finden und danach zu trainieren. Und jetzt muss man gucken, was ist die Anwendung, wo liegt das Know-how und die Expertise im Labeling der Daten? Liegt die bei uns? Und es ist in den meisten Fällen so, also übernehmen wir auch das Training oder das Nachtrainieren von solchen Netzen. Aber man muss ja nicht vergessen, halt, dass das Modell beim Nachtrainieren kann ja vergessen. Und das ist ja halt dieses sogenannte Catastrophic Forgetting. Genau, ja. Das muss man in Betracht halt nehmen. Das wäre meine böse Frage. KI ist ja auch relativ oft eine Blackbox. Das heißt, ich tue Bilder reinfüttern und kriege hinten auf einmal ganz tolle Ergebnisse raus. Gibt es denn Bereiche, wo ich solche Systeme vom Anwender, von den Regularien her vielleicht gar nicht einsetzen darf? Ich glaube, wir hatten da mal drüber gesprochen. Ja, von den Regularien her haben wir es ja heute Morgen im Vortrag vom KI-Bundesverband gehört. Es gibt aber mittlerweile auch Kunden, die, weil sie mit den Regularien noch nicht so vertraut sind, teilweise auch in ihren Ausschreibungen KI-Lösungen noch ausschließen, weil sie halt noch nicht wissen, was es für sie bedeutet, dann in der Abnahme der Anlage oder auch im Verhalten, um nachzuprüfen. Wie stelle ich sicher, dass immer die richtige Schraube oder je nachdem, was für ein Beispiel ich habe, auch gefunden wird und nicht mal eine falsche Entscheidung getroffen wird. Ich lächle Sie jetzt wieder an. Ja, alles gut. Nicht, ob Sie was... Also ich kann nur dennoch sagen, dass es halt auch wirklich sehr stark auf den Anwendungsfall ankommt. Vielleicht sollte man nicht bei 100% Lösung voll auf KI setzen, weil dort halt immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, immer, dass irgendwas schief geht, sondern das halt sehr vom Anwendungsfall aus abhängig machen. Wie groß ist denn die Blackbox? Oder wie weit kann ich in die Blackbox reinschauen? Gibt es Möglichkeiten, eine KI doch zu durchschauen? Ja, das ist, was wir halt nennen als, was wir halt versuchen durch diese Erklärbarkeit halt KI, also die KI zu, genau, nach Regulatoren oder halt Erklärbarkeit halt zu machen. Genau, weil ich komme wieder zu diesem Beispiel beim Datacenter, wenn eine Blackbox-KI mir sagt, dass halt die Temperatur wird hoch und es ist ja bei 85% Grad Celsius, was soll ich da machen? Also das kann ich ja nicht verstehen. Also das kann der Ingenieur da nicht die richtige Tasks machen. Also ich brauche da halt dieses Reasoning, also warum und dann dieses Planning, wie soll ich das halt machen? Ich glaube, da gab es eine spontane Ja, genau, Anmerkung vielleicht dazu. da gerade so ein bisschen Beispiel aus der Praxis. Da haben wir uns auch schon
bisschen informiert und auch mal mit rumgespielt, was man denn da machen kann. Und wir haben zum Beispiel auch schon Klassifikationsnetze gehabt, bei denen wir analysiert haben, wie kommt denn das Netz eigentlich zu seiner Entscheidung. Dann gibt es eine sogenannte Attention Map, wo man sieht, von welchen Bildinhalten denn das neuronale Netz seine Informationen rauszieht. Und so ein typisches Beispiel, Bananen, kennt jeder. Und diese Bananen haben oft so einen kleinen Kleber, wo Chiquita oder ähnliches draufsteht. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Netz, wo eigentlich dann Obstsorten detektiert, an sich nicht die Banane detektiert hat, sondern den Chiquita-Beppo oben drauf. Und wenn man das halt nicht weiß und Bananen drunter liegt, die keinen Kleber haben, ist das natürlich blöd. Von daher gehört es natürlich immer mit dazu, um herauszufinden, wie bekomme ich denn zu meinem Ergebnis, um auch ein sicheres Ergebnis zu bekommen. Wie sieht die KI-Kristallkugel bei Trumpf aus? Also genau, das Thema Explainable AI ist sehr relevant, vor allem aus meiner Sicht in dem ganzen Entwicklungsprozess, zu gucken, was passiert wirklich und im Bildbereich auf was guckt, also welche Stellen im Bild sind relevant. Ja. Ich denke, in der Akzeptanz der Kunden am Ende ist es vielleicht auch noch ein Vorurteil gegenüber der KI, weil auch die regelbasierte Bildverarbeitung macht Fehler. Und es ist dann aber was einfach nachvollziehbar ist, aber nichts ändert, ne? Der Fehler ist trotzdem passiert. Aber bei der KI ist es so, ja okay, es ist eine Blackbox, du weißt nicht genau, woher diese Entscheidung kommt und will es unbedingt nachvollziehen. Die Frage ist, kann man es dann wirklich ändern? Ja, am Ende ändere ich es, indem ich doch vielleicht nachtrainiere oder meinen Datensatz anders wählen muss. Und ich glaube, das muss auch ein bisschen bei den Kunden ankommen. Also es muss doch noch jemand da sein, der das System wirklich beherrscht und versteht. Sonst erkennt er die Fehler nicht, wenn er sich blind drauf verlässt auf die Ergebnisse. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch die Erfahrung, auch mit Large Language Modellen. Wer sich einfach 100% drauf verlässt, hat ein Problem. Gewonnen oder verloren. Ja. Aber gutes Stichwort. Large Language Models sind stark im Kommen. Bedeutet das, dass bisher ist ja das meiste KI-Vision CNN, also Computer Vision Neural Networks basiert. Findet da jetzt eine Wachablösung statt in den nächsten Jahren? Das heißt, in 5 Jahren reden wir von einer ganz anderen KI-Vision als heute. Wer mag, wer will, wer hat noch nicht. Ich schließe vielleicht gleich an. Aber gerne. Aus der Praxis. Vielleicht widerspricht mir rechts des Fraunhofer dann. Widerspruch in der Diskussion ist immer gut. Genau, aber also die erste Stufe war aus meiner Sicht die Foundation Models, die gekommen sind, wo meine Hoffnung war, okay, wir können jetzt signifikant Daten reduzieren. Also das ist die größte Problematik, kennen wahrscheinlich die meisten, damit arbeiten. Wir brauchen Daten ausreichender Menge und dann müssen wir die noch labeln und dann der Worst Case, wir müssen sie von Experten labeln lassen, die extrem teuer sind. Und die Hoffnung war, durch Foundational Models quasi das signifikant zu reduzieren und die Erfahrung haben wir bisher nicht gemacht. Also dass wir es wirklich schaffen, damit die Datensätze, weil die aus dem industriellen Kontext meistens sehr speziell sind. Und die gleiche Befürchtung habe ich in dem Bereich mit Vision Language Models, ist, die haben so auf dem Daten aus dem Internet trainiert, haben den Bias dort mitgegeben und wenn wir Industrieanwendungen geben, ist die Frage, wie stark können wir wirklich diese Datenmenge, die wir generieren müssen, reduzieren. Weitere Kommentare? Ja, ich will ehrlich hier sein. Also für mich, dieses Vision GPT, das ist mehr als eher Hype als Realität tatsächlich. Die können beeindruckend werden, also sein, weil die können sehr gut halt unsere Datenleben beschreiben. Aber die brauchen diese physikalische Verhältnis, also wie es halt in der Industrie tatsächlich real aussieht. Das heißt, VLM sind nützlich tatsächlich für Prototyping, schnelle Annotation von Trainingsdaten, erklärende Beschriftungen, aber die Zukunft liegt tatsächlich in diese hybride Systeme, da wo wir also CNNs mit Perceptions zu haben, also die schnell und stabil sind und die sogenannten Weltmodelle, was ich ja vorhin halt gezeigt habe während meinem Vortrag, für das Verstehen und das Planen, also dieses Reasoning und Planning. Dann noch Anmerkungen? Von meiner Seite aus nicht. Alles erst Eigentlich gesagt worden. schon gesagt worden, ja. Ich als Redakteur kriege ja oft Pressemeldungen, Meldungen der Firmen und da wird mir dann immer erklärt, wie intuitiv und einfach eine KI-Vision ist. Ja, ich habe schon hier gerade einen der 4 die Augen rollen sehen. Ist dem denn wirklich so? Fangen wir erst mal bei dem Anwender an, der es ja letztendlich macht. Ist das etwas, was jeder machen kann oder wo man dann doch immer noch Expertenwissen, großes Expertenwissen braucht? Also
Wenn wir jetzt vom Supervised Learning reden, brauchen wir immer irgendwo eine Ground Truth, die irgendwo herkommen muss. Und die kommt meistens aus irgendeiner Expertise, die menschlich ist. Ja? Also brauchen wir Experten, die dieses System verstehen und den Hintergrund. Und das Wichtigste auch bei dem ganzen Training und Trainieren von KI ist das Arbeiten mit Daten. Die richtigen, und da ist ein Hintergrundwissen Voraussetzung, würde ich mal sagen, in 90% der Fälle. Wie einfach ist KI? Ja, ich halte mich kurz. Also, was die heutzutage geschafft haben, die Monopolen, Plattformen, finde ich sehr gut, sehr schön. Also das ist jetzt auch beeindruckend, also wie das bedienbar, einfach, dieses Chat-Plattform zu haben. Das klingt aber nach einem Aber. Genau. Aber, wie du es schon gesagt hast, tatsächlich, wir brauchen Fachleute. Also wir müssen ja halt wissen, wie wir die Daten da richtig und genau halt benutzen. So, ich halte mich kurz. Die längere Version nachher in der Pause. Genau. Ja, da würde ich mich eigentlich anschließen, weil es gibt ja auch den typischen Spruch Garbage in, Garbage out. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal ganz viel auf die KI loslasse, in der Hoffnung, die wird es schon richten, dann ist es relativ sicher, dass es schief geht. Das heißt, wenn ich nicht irgendeine Instanz habe, die wirklich weiß, was getan werden soll und was richtig ist, dann geht es natürlich auch schief. Das sind auch unsere Erfahrungen aus dem Feld oder auch aus den Use Cases heraus, dass quasi die Daten, die Richtigkeit in den Daten, das richtige Labeln, das richtige Aufsetzen der Modelle entscheidend ist, dass am Ende auch was Richtiges, sage ich mal, rauskommt, um einfach da die Lösungen zu haben. Weil gerade wenn ich die Merkmale nicht richtig klassifiziere, markiere in den Bildern, dann entscheidet er sich halt manchmal rechts und links, weil ich genau auf irgendeiner Kante stehe. Aber noch völlig überraschend, etwas Zeit haben gleich. Hätte ich erstmal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen nutzt denn schon KI Vision in der täglichen Arbeit? Mal so kurzes Handzeichen. Wer hat es vor, innerhalb der nächsten, ich sag mal, 2 Jahre vielleicht, sich damit zu beschäftigen oder einzuführen? Ja, das ist doch schon ein umfassendes Thema, was viele betrifft. Wie sind denn Ihre Erfahrungen oder was wären denn Ihre Fragen an diese Leute hier? Wir haben Hersteller, wir haben die Wissenschaft, wir haben den Anwender. Gibt es da mögliche Fragen von Ihrer Seite oder Kommentare zum Thema KI Vision oder regelbasierte Bildverarbeitung? Lauter schüchterne Leute. Da hinten habe ich jemanden. Ich komme Ihnen auch entgegen, bevor Sie sich anders überlegen. Dankeschön. Was mich interessieren würde, weil Sie es gerade angesprochen haben und weil es ein Verständnis dafür gibt, dass Daten die Basis von KI schon bilden, können Sie mal einen Satz oder zwei zu Ihrer Einschätzung sagen, wie Ihre Data Supply Chain für KI heute aussieht und ob das ausreichend ist und wo Sie glauben, dass man damit vielleicht hin muss, dass man auch in Zukunft die richtigen Daten hat, um KI zu trainieren? Wer mag? Wer muss? Also auch da berichte ich einfach mal aus der Praxis und starte. Es ist extrem wichtig und es ist ein harter Weg dahin, quasi die Daten auch in der Form zu bekommen, wie man sie braucht. Also wir sind auch noch lange nicht da, wir tun viel dafür und es ist auch viel, wie soll ich sagen, Mindset, also auch in der Produktentwicklung. Also Personen, die ein Produkt entwickeln, schon auf dieses Thema Daten und Datenqualität auch aufmerksam zu machen, auch wenn die Personen jetzt heute noch nicht unbedingt diese Daten nutzen. Und das ist, was extrem schwierig ist. Aber wenn man das langsam reinbekommt, zu sagen, okay, wir brauchen diese Daten für bestimmte Anwendungen, dann bekommt man das aus meiner Sicht auch hin. Und man bekommt auch Kunden dazu, die Daten bereitzustellen, weil das immer die große Angst ist, ja, gibt der Kunde überhaupt Daten her? Ja, tun sie, wenn ihm der Mehrwert bewusst wird. Weil wir wollen den Kunden ja auch nichts Böses mit den Daten. Wir wollen ja gute Produkte entwickeln, um den Kunden wieder produktiver zu machen. Ja. Andere Kommentare, Antworten? Ist mal aus der Praxis gesprochen, bei uns ähnlich. Also die Schwierigkeit ist wirklich, die Daten zu bekommen und vor allen Dingen die Kunden auf der Reise mitzunehmen und davon zu überzeugen, dass wir die Daten, die wir jetzt über eine konventionelle Lösung, regelbasiert oder wie auch immer, modellbasiert, aufgesetzt haben, auch für das Lernen für Netze verwenden dürfen. Aber wenn man da die Kunden mitnimmt und die Mehrwerte sie dann nach einer gewissen Zeit sehen, dann darf man die Dinge auch verwenden. Aber es ist heute noch nicht so, dass die Daten einfach zugeflogen kommen und man in Hülle und Fülle Daten hat, um die Dinge aufzubauen.
Sie müssen auch noch ein bisschen mit den Augen klappern, bis die Daten kommen. Genau. Aber man muss auch sagen, wir haben auch da einen Vorteil gegenüber den Hyperscalern, weil es eine andere Vertrauensbasis ist. Also wenn Google und Microsoft kommt und sagt, wir brauchen viele Daten, dann tritt man ganz anders aus, als wenn wir als Trumpf auftreten, wo wir jahrelang Partner sind. Das muss man auch sagen. Aber wir sollen die im Gegensatz nicht unsere Daten geben. Und das sollen wir wirklich damit halt vorsichtig sein. Also ich meine jetzt die monopolen Plattformen. Ja. Und das sollen ja auch unsere Partner, also Industriepartner und Organisationen das auch verstehen, dass wenn die ihre Daten an uns halt geben, wir halten die halt bei denen im Haus, wir können halt damit arbeiten und wahrscheinlich brauchen wir ja halt nicht mehr diese große Sprachmodelle, was die eigentlich basiert auf Millionen von externen Daten sind. Also wir brauchen doch domänenspezifische Lösungen für die. Kann ich leider nicht so viel dazu beitragen, nicht so mit Sie. Frage damit beantwortet oder Folgefrage? Ich glaube, es ist eine interessante Diskussion. Thema fürs nächste Jahr oder fürs übernächste. Noch weitere Fragen, Bemerkungen? Auch hier komme ich entgegen. Danke, Peter. Auf die Frage eben, braucht es Expertenwissen? Haben Sie alle 4 gesagt, ja, wir brauchen Experten, damit die Systeme mit den richtigen Daten gefüttert werden. Das ist das Wissen eines Anwendungsexperten. Keiner von Ihnen 4 hat gesagt, ja, wir brauchen Bildverarbeitungsexperten. Kann ich daraus schließen, dass Sie der Meinung sind, wir brauchen die nicht mehr? Hier schauen sich die Leute an. Gute Frage. Eine gute Frage. Also einen Bildverarbeitungsexperten wird man schon noch brauchen, weil am Endeffekt, der erzeugt ja erstmal das gute Bild auch. Weil jemand ohne Bildverarbeitungswissen, natürlich heute gibt es genug auch Unterstützungsmöglichkeiten, tut sich vielleicht schwerer, ein vernünftiges Bild erzeugen, was ich erstmal in meine Daten mit reinnehme. Das Labeln selbst oder das Verständnis, schwer zu sagen. Also heute stellen wir schon fest, dass wir noch Experten auch mit Bildverarbeitungshintergrund benötigen, um die Netze anzutrainieren und die richtigen Dinge zu setzen. Also ich würde schon sagen, wir brauchen die noch. Aus meiner Sicht steckt die Herausforderung nicht im Training in der ganzen Sache. Also Modelle zu trainieren ist nicht die Schwierigkeit. Das ist am Anfang das Arbeiten mit Daten. Und ich hatte es am Anfang auch gesagt, ich bin der Meinung, wir müssen auch so hybride Ansätze fahren. Ja? Wenn wir sehr komplexe Modelle trainieren, brauchen wir sehr viele Daten. Also macht es aus meiner Sicht Sinn, und das tun wir auch aktuell, hybride Ansätze. Ein Teil regelbasierte Bildverarbeitung, ein Teil quasi KI, wo es notwendig ist. Und für den Teil brauche ich weiterhin Bildverarbeitungsexperten. Ich denke, wir werden nicht auf sie verzichten können. Auf jeden Fall, ich will es hier kurz halt ergänzen, vielleicht das kennen fast alle. 80% von der Arbeit liegt ja tatsächlich beim Data-Verarbeitung, Data Preprocessing, Reinigen, und da brauchen wir Experten halt dafür, ob die Bildverarbeitungsexperte oder alle mögliche Experte, und 20% liegt ja eigentlich nur beim Modell zu entwickeln oder halt nachtrainieren. Ja, vielleicht noch abschließend, und wir waren ja auch der Meinung, dass auch das Regelbasierte ja nicht komplett obsolet sein wird. Und da wird auch noch sehr viel Expertenwissen weiterhin nötig werden. 2 Minuten haben wir noch. Ich habe auch noch eine Frage im Hintergrund, aber vielleicht haben Sie auch noch eine. Dann ziehe ich meinen Joker. Wo wird denn in Zukunft KI in der Bildverarbeitung mehr eine Rolle spielen? In dem Lösen von bisher unlösbaren Problemen oder irgendwo im Hintergrund, um dem Anwender Bildverarbeitung einfacher zu machen? Das heißt, wir haben irgendwelche KI-Tools, die die Arbeit des Bildverarbeitung-Experten übernehmen. Was ist denn da die Meinung, die Hypothese? Das ist schon die erste Antwort. Das ist schwer zu sagen. Also wir sehen es heute schon, dass teilweise unterstützende KI hinter den Systemen, um die Anwender zu unterstützen, definitiv ein Thema ist. Noch nicht so viel vielleicht auf der Einrichtungsseite als eher auf der Maintenance-Seite, zu sagen, Systemfehler erkennen, Systemfehler verarbeiten, auswerten, Hilfestellungen geben, das, was Sie vorhin auch beschrieben haben, diese Punkte. Aber dass dann irgendwann der Anwender natürlich mehr geführt wird, sehen wir ja heute schon, dass die Kunden mehr und mehr selbstständig kleinere Systeme integrieren, auch größere können. Also von dem her könnte schon passieren, dass da mehr kommt.
Also ich stelle es mir auch vor allem bei der entwicklungsunterstützenden Arbeit sehr gut vor. Also wer schon mal mit einem Copilot zum Beispiel gearbeitet hat, ist das schon sehr gut. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt nur schwarze Bildflecken erkennen. Und da halt entsprechend dann den klassischen Ansatz bekommen, wie entdecke ich schwarze Flecken. Von daher kann das schon entwicklungsmäßig sehr unterstützend sein, was da kommt. Das ist auch der erste Schritt. Also das ist der erste Einsatz von den großen Modellen, ne, ist jetzt in der Programmierung. Also das ist ein Riesenhebel, den wir da haben. Wo es hingeht, vermag ich gerade noch nicht zu sagen, also in der Unterstützung dann. Ich habe ja auch gefragt über die Zukunft. Deshalb, das kann keiner von uns wissen. Haben Sie noch was? Weil die Dame schaut schon, ist schon aufgestanden. Passt. Ich weiß nicht, was mir droht, wenn ich jetzt weitermache. Am besten, ich übergebe das Mikrofon und bedanke mich bei Ihnen für die Antworten.